Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein L390 Yoga und ich zeige euch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, beziehungsweise also steht auch im Gerät selber, dass es ein L390 ist. Aber hier findet man noch die Typenbezeichnung und mit der 20NT Nummer findet man alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, das ist ein Touch-Display und beim Austausch nimmt man das komplette Display, nur der Deckel bleibt quasi. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen, genauso wie das Touchpad. Und bei der Tastatur ist es so, die lässt sich sogar auch ziemlich einfach tauschen. Unter den Touchpads hier sind Schrauben und die Touchpads kann man nur von der Richtung hier auf jeden Fall nach oben hin aufklappen. Und dann sieht man hier unten drunter die Schrauben, die man dann lösen muss. Und danach kann man die gesamte Tastatur so ein bisschen nach hinten schieben und dann nach oben hin rausnehmen. Ja, das sind unten dann noch Kabelverbindungen, also nicht einfach rausreißen. Und genau, die Touchpads kommen dann einfach, die werden hier hinten wieder eingehakt und nach unten hin festgedrückt. Und ja, sehr praktisch gelöst hier. Bevor man jetzt das Gerät öffnen kann, muss man zuallererst mal alle Schrauben lösen. Und hier ist es so, die Schrauben, die man hier sieht, bleiben im Gehäuse. Die werden also nicht komplett rausgenommen, sondern nur gelockert. Und bei den zweien hier außen weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig, ob die jetzt einfach rausgebrochen sind und deswegen komplett draußen sind oder ob die da gehören. Aber meine Vermutung ist, dass alle Schrauben im Gehäuse bleiben. Ist aber jetzt auch überhaupt nicht schlimm, falls eine Schraube komplett rauskommt. Man kann die dann trotzdem ganz normal auch wieder festschrauben. Genau, und wenn man alle Schrauben gelockert hat, kann man anfangen, die Unterseite vom Gerät zu trennen. Und da zeige ich euch auch mal ganz schnell, wo die Unterseite verläuft. Und das sieht man zum Beispiel hier auf der Rückseite. Genau da. Unten da und dann hier oben. Und dann auch hier am Gerät selber. Und so läuft die dann einmal um das Gerät herum. Allgemein benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und da findet man alles, was man so braucht. Also Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht. Und für die Schrauben außen habe ich hier ein PH0 als Aufsatz genommen. Genau, bevor man auch das Gerät dann öffnet, muss man hier tatsächlich auch noch den Stift rausnehmen, der hier drüben sitzt, dass das nicht wegbricht. Den also einfach kurz vorher rausziehen und dann kann man anfangen, die Unterseite zu öffnen. Und zum Öffnen des Geräts habe ich mir auch einen der Öffner, die in dem Werkzeugset sind, rausgesucht. Und dann versuche ich, glaube ich, von der Rückseite hier eine Öffnung zu finden. Und
Da hebelt man oder man versucht die Unterseite so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und ja, also es ist so, es geht mal schwerer und mal leichter. Wenn das jetzt hier nicht so gut geht, kann man auch zum Beispiel versuchen, auf der Vorderseite anzufangen. Das kann auch immer mal recht derb knacken. Das ist aber auch völlig normal. Das ist, wenn sich hier die Einraststellen lösen. Und im Grunde genommen nicht mit Gewalt, aber man muss schon ein bisschen hebeln. Arbeitet man sich so einmal um das Gerät. Und wenn es irgendwo mal klemmt oder nicht so gut geht, auf jeden Fall schauen, ob vielleicht die Schrauben nicht ganz locker sind. Also da eher noch mal schauen, ob man wirklich alle Schrauben ordentlich gelockert hat. Und wie gesagt, nicht mit Gewalt, einfach in Ruhe sich einmal um das Gerät herum arbeiten. Da kann man meistens auch schon mit den Fingern drunter greifen und das so ein bisschen nach oben hebeln. Und ja, sollte es doch mal schwerer gehen, als man denkt, dann arbeitet man einfach in der gleichen Technik komplett um das Gerät herum. Und ja, dann kann man die Unterseite einfach aus dem Gehäuse nehmen und nach oben hin abnehmen. So, bevor wir jetzt irgendetwas an dem Gerät machen, stellen wir auf jeden Fall sicher, dass der Akku nicht mehr mit dem Mainboard verbunden ist, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und die Verbindung sehen wir hier. Und das Kabel bzw. den Stecker kann man einfach zur Seite rausziehen. Da kann man auch am Kabelbund fassen. Und so ist man auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku die beiden RAM-Riegel oder Slots, von denen jetzt nur einer belegt ist. Hier können wir die SSD sehen. Direkt darüber ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier sehen wir noch den Lüfter und den Heatsink. Und da kann man auch noch die CMOS-Batterie sehen. Die ist in dem Fall jetzt nur aufgeklebt und läuft dann hier zum Mainboard, lässt sich also auch einzeln tauschen. Um den Akku auszubauen, muss man alle Schrauben lösen, die hier auch mit M2 allesamt beschriftet sind. Und danach kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so eben gegebenenfalls auch tauschen. Direkt unter dem Akku können wir hier auch das Touchpad erkennen. Das Touchpad nicht wirklich, aber zumindest mal hier Teile davon. Und das wird von diesen 4 Schrauben hier gehalten, die man rausnehmen muss. Und man muss auch das Kabel trennen. Und da ist es so, das ist jetzt halt hier reingeschlauft. Da unten dran. Das kann man hier jetzt wahrscheinlich besser sehen. Die beiden Anschlüsse sind nämlich identisch. Man muss das gleiche dann halt hier unten machen. Das sind Kippschalter. Das heißt, hier kann man die Kabel nicht einfach rausziehen, sondern die werden erstmal nach oben geklappt. Und dann kann man das Kabel hier aus dem Stecker rausziehen. Und es ist hier unten eben genau das gleiche, nur dass er eben in die Richtung aufgeklappt wird. Genau so. Und dann wird das bis zu dieser schwarzen Linie, die man hier sieht, wieder in den Stecker reingesteckt. Hier genauso. Das kommt da wieder rein. Wird nach unten geklappt und ja, dann wieder verschraubt. Beziehungsweise, wenn man es ausbaut, fällt einem das so fast schon so entgegen und man kann das dann von der anderen Seite entgegennehmen. Und beim Einbau dann eben einfach nur schauen, dass die Kabel wieder verbunden sind, damit das dann auch wieder ordentlich arbeitet. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten wirklich super einfach. Der wird hier von diesen beiden Klammern gehalten, die man nur so ein bisschen nach außen ziehen muss. Dann springt der einen förmlich entgegen, kann aus dem Slot gezogen werden und so eben auch getauscht oder eben auch nachgerüstet werden. Der kommt dann genau so wieder in den Slot, gibt auch nur eine Richtung, wie der reinpasst. Das ganz nach hinten, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch die SSD. Auch die wird jetzt hier in dem Fall nur von einer Schraube gehalten.
Und sobald man die raus hat, kann man die SSD so ein bisschen nach oben hebeln, nicht viel, und aus dem Slot ziehen. Und da sieht man, hier ist nämlich so ein kleiner Kühlstreifen drunter, der klebt manchmal ein bisschen. Und genau so, auch hier wieder der Einbau ist so gemacht, dass sie nur in eine Richtung reingeht. Also man würde sie so gar nicht reinkriegen. Die kommt dann zurück in den Slot. Auch hier bis ganz nach hinten schieben, nach unten drücken und ja, einfach wieder verschrauben. Beim Lüfter ist es hier so, den kann man nur zusammen mit dem Heatsink austauschen. Den gibt es also nicht einzeln, ist aber auch total einfach. Man muss die 4 Schrauben hier am Heatsink selber rausnehmen. Der Lüfter an sich wird nur von einer Schraube hier gehalten, auch die muss raus. Und hier sehen wir noch die Kabelverbindung. Das sind stabile Kabel, da kann man also auch wirklich am Kabelbund fassen und das nach hinten hin rausziehen. Und dann nimmt man beides nach oben hin aus dem Gerät und kann es so auch austauschen. Je nachdem, vielleicht braucht man noch neue Kühlpaste, je nachdem wie gut die hier drunter ist. Beim Wiederverbinden einfach nur auf jeden Fall nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, falls man da mal nicht genau weiß. Hier kann man auf einer Seite Kontakte sehen von dem Stecker und die zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, dass man das nicht vergisst, dass der dann auch wieder ordentlich arbeitet. Alles wieder verschrauben und ja, also auch das geht eigentlich wirklich schnell von der Hand. Der Akku wird jetzt einfach von oben wieder in das Gerät gelegt. Und da ist es so, der hat jetzt, man sieht das hier eigentlich ziemlich gut, der hat jetzt hier aber auch noch so eine kleine Öffnung, die hier neben der Schraube auf die Noppe kommt. Dann passt der und sitzt direkt wieder auf den Gewinden, muss nur noch wieder verschraubt werden. Und auch hier, genau wie beim Lüfter, nicht vergessen, dass man hier auch das Kabel wieder verbinden muss. Auch da bis zum Anschlag wieder in den Stecker zurück. Und ja, so einfach war das. Und man kann die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben genau auf das Gerät und drückt die nach unten. Und auch das knackt richtig. Da kann man feste drücken, auch in der Mitte. Das sind überall Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Schau, dass hier wirklich alles zu ist, keine Lücke mehr zu sehen. Und ja, dann muss man nur noch alles wieder verschrauben und ist ratzfatz damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.